Mein Name ist Christoph Moschberger. Ich bin Trompeter, Musiker und Musik ist meine absolute Leidenschaft. Mit dem WDR Funkhausorchester verbindet mich schon eine längere Geschichte. Ich bin als Gast schon öfter da gewesen in meiner Kölner Zeit, als Gastmusiker und habe mich natürlich wahnsinnig gefreut über die Wiedereinladung jetzt als Solist, um einen kompletten Abend, ein komplettes Konzert gemeinsam zu gestalten. Ich schreibe mir auch auf meine Fahnen, dass ich ein vielseitiger Musiker bin und das ist das, was mir am meisten Spaß macht, Musik ohne Grenzen zu machen. Und das ist letztendlich genau das, was auch das WDR Funkhausorchester auszeichnet. Deswegen Perfect Match, würde ich sagen. Letztendlich sind das alles Stücke, die mir etwas bedeuten. Einerseits Lieblingssongs, einerseits Lieblingskomponisten oder auch Lieblingsinterpreten oder meine Heroes, meine musikalischen Heroes, denen ich mit den Stücken huldigen möchte. Und ich habe mir für dieses Projekt Leute um mich geholt, die mir auch was bedeuten, mit denen ich schon länger zusammengearbeitet habe, um kreative Kräfte zu bündeln. Chris Nemeth ist ein langjähriger Freund und Wegbegleiter von mir. Er kommt aus der gleichen Ecke und ich bin bei ihm als 15-Jähriger in den Jazzunterricht gegangen und war da eine ganz große Inspiration, eine große Stütze für mich in dieser Zeit. Ein unglaublich kreativer Mensch mit einer großen Auffassungsgabe, musikalisch und vor allem geschmacklich. Deswegen war es mir wichtig, ihn dabei zu haben in diesem Projekt. Ich bin bei diesem Projekt als Producer mit dabei. Das heißt, ich stehe Christoph ein bisschen zur Seite von der Entwicklung des Projekts bis jetzt bei der Umsetzung. Da war ich dann eine Zeit lang unsicher, ob er klassisch studieren soll oder Jazz. Aber es war klar, er muss Trompeter werden, er muss Musiker werden. Und er hat damals schon auch Bands geformt und Arrangements geschrieben. Und man hat schon gesehen, das wird mal ein Musiker, so ein kompletter Musiker. Also es ist wahnsinnig bunt und trotz dieser ganzen Virtuosität wird es auch schöne, ruhige Momente geben, wo man einfach die Musik wirken lässt. Und das kann Christoph halt auch. Er kann sich zurücknehmen und er kann 3 Töne in den Raum stellen, die simpel sind und man kriegt Gänsehaut und es ist einfach nur schön. Ich heiße Matthias Werner und bin Komponist und habe für dieses Projekt ein großes Stück schreiben dürfen, nämlich ein Konzert für Trompete und Orchester, für den Christoph und fürs WDR Funkhausorchester. Das Hauptthema bezieht sich eigentlich auf diesen fantastischen Baum, der mit seinen Verästel- und Verwurzelungen so das ganze Orchester umschlingt und vor allem auch den Christoph mit einbezieht oder ihn als Solisten featured. Besonders gefreut habe ich mich, dass neben dem großen Orchester auch noch eine kleine, feine Band mit dabei ist, die gespickt ist mit Musikern, mit denen ich auch schon lange verbandelt bin. Das sind zum Teil Studienkollegen, mit denen ich in Köln studiert habe, wie zum Beispiel Sebastian Skobel am Piano, oder Musikerkollegen, mit denen ich schon viele, viele Gigs gespielt habe, wie zum Beispiel der Bassist Sebastian Schlappe-Flach, oder auch Stefan Emig an den Drums, der sich auch noch in einer ganz anderen Rolle gezeigt hat hier bei diesem Projekt. Er durfte nämlich Donnerblech spielen bei Yggdrasil, beim großen Stück von Matthias Werner. Und das war gefühlt ein super musikalisches Backup, das ich da hatte. Die Jungs haben mir immer wieder kreative Ideen quasi von hinten in die Beine geworfen, die ich dann improvisatorisch umsetzen durfte. Das hat total Spaß gemacht. Um aus all diesen einzelnen, vielen, vielen kreativen Köpfen, die auf der Bühne sitzen, einen großen Klangkörper zu machen, braucht es einen Menschen, der die Zügel in der Hand hält. Und das ist in unserem Falle Michael Seal, unser Dirigent. Und er versteht es aber auch, manchmal die Zügel loszulassen und Kreativität geschehen zu lassen. Und das ist eine große Gabe für einen Dirigenten im Austausch mit dem Künstler, zu wissen, wann packe ich zu und wann lasse ich los, wann lasse ich Freiheiten. Und das hat er ganz fantastisch gemacht. It's the first time Christoph and I have worked together and it's great. He's really easy to get on with. He knows exactly what he wants, but he also, collaborates well with myself and with the orchestra. I think the difference between projects like this and what you would call a normal concert is that in most normal concerts, the music you are doing all comes from a similar period or a similar style. With this, you have everything from Stevie Wonder to a trumpet concerto the ink is still drying, it is brand new. Ja, Christoph ist ein super inspirierender Musiker und Typ. Mit Christoph jemanden zu haben, der das auch
alles abdecken kann, ist natürlich dann so gesehen der optimale Solist zu unserem Orchester. Der Christoph ist das Besondere an dem Projekt und das ist natürlich eine mega Vorlage. Dieser junge Mann hat eine unglaubliche Entwicklung gemacht und was er mit seiner Sprache und seiner Kunst heute schon sagen kann, ist teilweise überwältigend. Man catcht die Leute sozusagen mit Stevie Wonder und man behält sie dabei mit dem Yggdrasil, also mit den modernen Kompositionen. Am Ende ist das alles Musik, die mir was bedeutet, die mir am Herzen liegt. Und ich freue mich total zu sehen und zu hören, was das mit den Menschen macht, die die Musik hören und wohin mich die Reise noch führen wird.